Ich bin vor kurzem mit meiner Familie in ein kleines Häuschen gezogen und auch meine Werkstatt habe ich mitgenommen. Nach dem Intro schauen wir sie uns an. Ja, wer mir auf Instagram oder TikTok folgt, der wird das bereits mitbekommen haben. Es war so Ende März, Anfang April, wo ich angefangen habe, am alten Werkstattstandort meine Zelte abzubauen, alles ins Auto verfrachtet habe und hier an den neuen Ort gebracht habe. Jetzt ist bereits Anfang Mitte Juni und langsam kann ich sagen, jetzt am neuen Ort bin ich wieder bereit, Projekte zu starten und heute möchte ich euch einfach mal die neuen Räumlichkeiten hier vorstellen und ein bisschen zeigen, wie das hier am neuen Standort mit der neuen Werkstatt aussieht, worauf ihr euch freuen könnt. Los geht's! Hier sind wir im Teilbereich meiner Werkstatt, wo sich meine gute alte Werkbank befindet. Die kennt ihr noch aus meiner alten Werkstatt. Das ist damals das allererste Projekt, das ich in Angriff genommen habe und bis heute habe ich große Freude an dieser Werkbank immer noch. Ich habe ja damals auch noch dieses Lochsystem nachgearbeitet für die Niederhalter und die Bankhaken. Und bis jetzt passt es für mich. Muss mir da nichts Neues anschaffen oder Neues bauen. Auch wenn das Ding zum Beispiel keine Vorderzange hat, für meine Projekte tut es das auf jeden Fall. Ich habe auch bereits angefangen, hier in der Werkstatt ein erstes Projekt anzugehen. Das ist dieses Stirnholzschneidebrett, das ich bald weiter bearbeite. Und ich freue mich darauf, noch ganz viele weitere Projekte demnächst auch wieder für YouTube hier zu fabrizieren. Ebenfalls mitgekommen ist mein großes Holzlager für die Klotzbretter. Habe ich wieder montiert. Das waren vorher 4 Tragarme. Hier hat es mit den Wänden leider nur noch für 3 gereicht, aber die sind ziemlich massiv gebaut, diese Tragarme, und halten das wunderbar aus. Ebenfalls mitgekommen ist meine French Cleat Wand hier mit all den Werkzeugen von Hultaforce. Auch die ist ein bisschen kleiner geworden mittlerweile, weil hier einfach ein bisschen weniger Platz an den Wänden ist, aber irgendwie ist mir das gelungen, hier alle Werkzeuge unterzubringen. Auch für die kleineren Holzabschnitte hatte ich einmal diesen Wagen gebaut mit Rollen, auch der ist mitgekommen, genauso wie diese Schubkästen für ganz kleine Abschnitte, sowie mein Kleinteileregal, wo ich auch mal ein YouTube-Video drüber gemacht habe. Ebenfalls sind hier meine ganzen Führungsschienen von Maffel aufbewahrt, sowie meine Zwingen, die ich für meine Verleimungen brauche. Diesen Wagen habe ich noch zusätzlich gebaut. Da steht eine kleine Überraschung drauf. Ihr seht, es ist abgedeckt. Da werde ich jetzt noch nicht verraten, was da drunter ist. Da wird es dann ein separates YouTube-Video geben. Ihr könnt aber gerne in den Kommentaren schon mal reinschreiben, was eure Vermutung ist, was unter dieser Wolldecke wohl versteckt ist. Hier sind wir nun im anderen Teil meiner Werkstatt, dem etwas größeren Teil, wo ich all meine Maschinen hin verfrachtet habe. Wenn ihr euch an meine alte Werkstatt zurückerinnert, wisst ihr, dass ich meine Maschinen immer auf Rollen montiert habe, damit ich die rumschieben kann. Das hatte damals den Grund, dass meine Platzverhältnisse etwas beschränkt waren und ich die Maschine immer so an der Wand deponieren musste. Und wenn ich was sägen wollte, musste ich die immer ein bisschen wegziehen. Das wollte ich hier vermeiden, obwohl die Platzverhältnisse auch beschränkt sind. Ich habe mir gleich von Anfang an überlegt, wo stelle ich die Tischkreissäge hin, wo den Abrichthobel, wo die Bandsäge. Und ich glaube, so ist es gar nicht so schlecht. Es kann sicher immer noch vorkommen, zum Beispiel wenn ich an die Tischfräse kommen möchte, dass ich das Ding ein bisschen von der Wand wegbewegen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es hier auch mal möglich, was zu hobeln, was zu sägen, ohne dass man die Maschinen immer herumschieben muss. Was ich hier ebenfalls wieder gemacht habe, ist die LED-Panels von Luxlite wieder in Betrieb zu nehmen. Ist einfach ein total cooles Licht. Als ich hier angekommen bin, war genau eine Leuchtstoffröhre hier über dem Fenster montiert. Die ist auch noch da, aber mit den LED-Panels ist das natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was ich neu gebaut habe für die Werkstatt, ist diese Kappsägenstation und ich glaube, die schauen wir uns im Detail ein bisschen genauer an. Ja, so eine Kappsägenstation hatte ich ja auch in meiner alten Werkstatt, die konnte ich allerdings nicht mitnehmen, die war einfach zu groß für die Platzverhältnisse hier. Darum habe ich mir das in kleinerer Form nochmals gebaut
Und zwar ist es so ein bisschen modular aufgebaut. Das sind eigentlich 3 Elemente, die miteinander verschraubt sind. Falls es mal vorkommt, dass ich irgendwas umplatzieren möchte oder was umbauen möchte etc., kann ich das relativ einfach wieder auseinandernehmen. Genau, ansonsten eigentlich einfach eine normale Kappsägenstation, in der Mitte vertieft, dass die Kappsäge reinpasst mit den beiden ebenen Auslegern hier. Was ich dieses Mal nicht gemacht habe, ist dieses System zum Abmessen mit der Führungsschiene. Kann ich aber, wenn ich will, natürlich noch nachholen. Ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr wahnsinnig oft gebraucht, darum habe ich mir gedacht, ich lasse das mal. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Lust, das wieder nachzubauen. Dann ist das fix gemacht mit 2 Nuten gefräst und die Führungsschienen eingelassen. Kein Problem. Was ich hier ebenfalls wieder angebracht habe, ist der Tellerschleifer und die Tischbohrmaschine. Und ebenfalls habe ich natürlich wieder dieses Absaugsystem installiert. Dies allerdings in kleinerer Form. Ich habe vorher auch die Tischbohrmaschine abgesaugt. Und da hatte ich aber immer Probleme, weil ich doch sehr oft mit dem Forstnerbohrer was bohre. Und das hat oft dazu geführt, dass dieses System verstopft. Darum habe ich das jetzt gleich gelassen und nehme dafür ein bisschen mehr Sauerei in Kauf. Dafür funktioniert das wunderbar mit dem Tellerschleifer und der Kappsäge. Ebenfalls habe ich hier unten Schieber, um zwischen dem quasi internen System für Tellerschleifer, Kappsäge und dem Anschluss hier, das ist von einem alten Kercher-Staubsauger, habe ich das übernommen, das hatte ich schon in der alten Werkstatt, habe ich hier ebenfalls wieder angebracht. Damit sauge ich die Tischkreissäge, die Bandsäge und die beiden Hobel ab. Und ja, das funktioniert wunderbar, finde ich eigentlich ein ziemlich cooles System, das ich hier in der neuen Werkstatt wieder übernommen habe. Meine neue Werkstatt bringt einige Vorteile mit sich, aber auch genauso viele Nachteile. Wenn wir uns die Vorteile ansehen, ist sicher die Nähe absolut cool. Vorher musste ich immer so einen kleinen Fußmarsch von meiner Wohnung auf mich nehmen, bis ich in der Werkstatt war. Hier ist es klar, ich wohne über der Werkstatt. Nach dem Frühstück gehe ich einfach einen Stock tiefer und ich kann direkt loslegen mit dem Arbeiten, was absolut genial ist. Dann gibt es hier endlich Fenster, 4 Stück an der Zahl. Vorher hatte ich kein einziges. Ich hatte keine Möglichkeit, mal den ganzen Staub rauszulüften. Das ist hier endlich möglich, was ich total cool finde. Wenn wir uns die Nachteile auf der anderen Hand ansehen, kann ich sicher das hier erwähnen. Ihr seht, dieser Teil der Werkstatt ist wirklich wahnsinnig niedrig. Ich bin etwa 1,86 groß und ich hau mir hier bereits die Birne an. Wenn ich hier zu lange arbeiten müsste, würde ich wahrscheinlich ziemlich bald einen Buckel bekommen. Ich habe darum auch bewusst diesen Teil für die Werkbank und meine Werkzeuge auserkoren, weil ich hier mich eher weniger aufhalte als hier, wo meine ganzen Maschinen stehen. Ich glaube, das war ganz ein guter Move. Etwas, was ebenfalls ein bisschen nervt, aber sich leider nicht vermeiden lässt, sind diese ganzen Apparaturen für Heizung und Wasser, die sich hier an dieser Wand befinden. Das ist sehr viel Wandfläche, die mir dadurch flöten geht, aber kann man natürlich nichts machen. Das gehört zum Haus und das muss auch immer frei bleiben, falls da mal irgendein Techniker dazukommen möchte. Aber ich glaube, so wie ich das jetzt gemacht habe, auch mit diesen mobilen Maschinen, sollte das kein Problem darstellen und irgendwie engagiere ich mich damit. Was leider keinen Platz in der neuen Werkstatt hatte, ist mein OSB-Schrank, dieses riesige OSB-Monster, falls ihr euch noch daran erinnern mögt. Das steht jetzt bei uns in der Garage, wo es ebenfalls super Dienste leistet, um Zeugs zu verstauen. Hier habe ich dafür dieses Schmuckstück übernommen, das gehört quasi zum Haus. So ein wunderschöner Bauernschrank, wunderschön bemalt. Und den nutze ich jetzt, um ganz viele Sachen zu verstauen. Vor allem viel kleines Zeug, irgendwelche Flaschenöffner-Inlays oder solche Kerzenhalter-Inlays, verschiedene Ordner mit Betriebsanleitungen, ein paar Nägel, Schrauben sind hier drin, viele Sachen von Rubio Monocoat, meinem Kooperationspartner und ja, andere kleine Sachen, die ich hier in Kisten aufbewahre. Ich finde, das ist ein richtig cooler Schrank und ich finde, der passt hier ganz gut rein.
Und da wir es gerade von Ruby on Monocode hatten, ich habe endlich Zeit gefunden, dieses Zertifikat, das ich damals von Ruby on Monocode überreicht bekommen habe, einzurahmen. Das ist ein Rahmen aus Lärchenholz, den ich mit dem Oil Plus 2C im Farbton Charcoal behandelt habe. Und ich finde, das hat einen richtig coolen Effekt gegeben. Bin froh, dass ich das endlich mal gemacht habe. Ich habe das direkt neben diesen coolen YouTube-Button gehängt, den ich von ein paar Schweizer Kumpels, Handwerkerkumpels bekommen habe, als ich 1000 Abonnenten auf YouTube erreicht habe. Wenn ihr mir gerne helfen möchtet, dass das noch ein paar mehr werden, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und gleich die Glocke aktiviert, damit ihr auch künftig kein Video mehr von mir verpasst. Und um noch einen Moment bei Ruby on Monocode zu bleiben, ich war letzte Woche eingeladen, zusammen mit 25 anderen Brand Ambassadors in Belgien, in Brügge, und habe da das Ruby on Monocode Atelier, das ist ihr größter Event, den die Firma einmal im Jahr macht, durfte ich daran teilnehmen. Wir haben Möbel für den Außenbereich, für einen guten Zweck gebaut. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe für Instagram ein kleines Reel fabriziert und das möchte ich euch gerne zeigen, wie cool das war in Belgien. Ja, und das war's auch schon von meiner kleinen Werkstattschau hier aus meiner neuen Werkstatt an meinem neuen Wohnort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss hier natürlich dennoch einiges noch machen, bis ich mich hier richtig wohlfühle, aber ich bin schon auf einem guten Weg, habe erste Projekte in Angriff genommen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich bald auch Projekte wieder für YouTube aufnehmen kann. Das ist in letzter Zeit wirklich etwas kurz gekommen. Da möchte ich unbedingt nachliefern und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei beim nächsten Video, nächsten Projekt. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.